useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge auf Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit den KHs beschäftigen und ich möchte euch zeigen, wann solltet ihr beginnen, diese zu machen und wie könnt ihr eine Menge AP sparen, während ihr die macht. Punkt 1. Bevor ihr startet, KHs zu machen, solltet ihr im Forschungszentrum einige Forschung gemaxt haben. Zum einen Plünderer 1, 35% mehr Crystal Drops und Plünderer 2 solltet ihr zumindest bis Stufe 7 haben. Dies gilt für die Spender. Solltet ihr ein Free-to-Play-Spieler sein, solltet ihr bereits beginnen, nachdem ihr Plünderer 1 auf 4 habt. Das sollte so der Marschplan sein. Nachdem wir nun im Grunde genommen die Voraussetzungen erfüllt haben, kommt es natürlich darauf an, so günstig wie möglich diese KHs zu besiegen. So, hier ist die Systematik. Mein Ziel ist es jetzt beispielsweise, einen dieser Barbaren anzugreifen mit einem Richard YSG. Man muss dazu sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr eine gewisse Stärke erreicht habt. Das heißt, in der Forschung solltet ihr Barbaren Report 1 zumindest gemacht haben, 2 vielleicht auch ein bisschen für Barbaren-Damage. Ich persönlich bevorzuge hierzu noch das Past Glory Event, dass wir da noch den Damage dazu bekommen, aber jetzt haben wir mehr Damage und dann sollte das auch möglich sein. Also ich pulle hier den Barbar für 70 AP. Normalerweise würde mich das bei dem KH 200 kosten. Das heißt, ich spare hier schon mal eine Menge AP, einfach nur, weil ich den Barbar nehme und ihn jetzt mit der AOE mitnehme, den KH. So. Bevor ich jetzt den KH und den Barbaren besiegt habe, kann ich dann gleichzeitig probieren, noch einen zu spawnen. Zack. Warum funktioniert das bei mir so gut hier? Das kann auch komplett nach hinten losgehen. Ihr braucht die richtige Teleport-Position. Worauf ihr da achten müsst, das zeige ich euch gleich. Es gibt nur einige wenige Positionen auf der Map, bei denen das reibungslos funktioniert. Bei mir in der Area können die so hier spawnen, da wo meine Maus hin und her fährt. Wir werden das gleich noch sehen. Ich werde natürlich noch einen spawnen. Der Nachteil ist, ihr könnt nicht so viel spawnen, wie wir sehen, kein Platz. Das heißt, ich muss erst wieder was besiegen, bevor das weiterhin funktioniert. Und sobald die Barbaren halt weg sind, wird es halt auch eng. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, einen großen Durchgang im Grunde genommen zu machen. Man sieht aber auch, dass das nicht ganz so einfach ist, weil ich bekomme schon gut Damage. In dem Fall. Aber selbst wenn ich nur die 2 mit dem Barbaren schaffe, zahle ich anstatt 400 AP, zahle ich in diesem Fall halt nur 70 AP für 2 KHs und einen Barbar. Was gerade für alle Spieler, die ein bisschen auf den AP-Haushalt achten, relativ interessant sein wird. So, jetzt der erste besiegt. Wir warten noch mal ein bisschen, bis wir die auf Richtung Rot haben, bevor wir den nächsten beschwören, zumindest den ersten besiegen. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen bei dem 1KH. Den einen Barbaren möchte ich bitte nicht haben. Den brauche ich gleich noch für die nächste Runde. So, ein Stück weg. Dann gucken wir mal, wo der nächste KH spawnt. Geht immer noch nicht. Weil wir so nah an der City sind. Ich werde euch gleich zeigen, warum ich jetzt hier nicht mehr spawnen kann. Es sieht zwar so aus, als wäre hier Platz, aber die Map reguliert ja nun mal. Die Map sagt uns, okay, hier kannst du was spawnen, hier kannst du dich teleportieren und hier nicht. Und aktuelle Situation ist nun mal so, dass wir halt genau so stehen, dass wir hier nirgends etwas beschwören können. Da haben wir Pech. Das ist halt auch, wie es laufen kann. Es läuft nicht immer so gut, dass die nebeneinander spawnen. Die können halt auch mal ganz hier unten spawnen und dann habt ihr halt wirklich die Situation, dass ihr die AP investieren müsst. Aber man kann dem im Grunde genommen vorbeugen, indem man einige Sachen beachtet. So, hier haben wir meine 2 KH-Kisten, die ich jetzt einsammle. Die solltet ihr sofort einsammeln am besten, sobald ihr durch seid mit eurem Durchgang. Und wie ihr seht, 118.000, 120.000 von 212 left. Das heißt, 2 ist auf jeden Fall die Nummer, die ihr machen könnt. Ich habe hier auch noch ein paar Barbaren übrig, also wenn die nochmal gut spawnen. Hier unten sieht es natürlich schlecht aus. So. Und wenn ihr so einen Spot nicht findet, also ich gehe jetzt mal kurz mit meinem Richard zurück, um einmal kurz den Spot zu erklären, warum der so gut ist. Wenn ihr so einen Spot nicht findet, dann nehmt einen Spot, wo viele Barbaren drumherum sind. Also stelle ich in der Mitte von Barbaren, beispielsweise hier irgendwo was, teleportiere ich hier hin,
und hofft darauf, dass er im Grunde in der Nähe von Barbaren spawnt. Dann werdet ihr nicht die Möglichkeit haben, 2 gleichzeitig zu machen, aber immerhin einen und spart bei jedem KH wieder 130 AP. Jetzt zu dem Teleport-Spot, den ich gewählt habe. So, wie wir sehen, habe ich mich hier in den roten Bereich geportet. Das heißt, hier an den Felswänden und so weiter und so fort kann nichts spawnen. Hier kann halt noch was spawnen. In diesem kleinen Feld hier. Aber sonst ist halt wirklich nur die Option, dass hier vorne Barbaren spawnen können. Vor meiner Burg. Den Rest hat das Spiel halt wegreguliert zum Teleportieren und da spawnt halt auch nichts. Daher ist es sehr, sehr praktisch, im Grunde genommen hier zu sein, um die KHs zu spawnen. So, ich habe mal in die nächste Szene umgeschaltet, hier bei den KHs. Und ich möchte euch nochmal zeigen, wie ihr auch ein bisschen kontrollieren könnt, wie die Barbaren spawnen. Ich habe hier unten meine Märsche hingestellt, da, wie wir gesehen haben, hier mein Barbar gespawnt ist. Habe dort oben soweit gecleart und wie ihr seht, habe ich jetzt 3 beschwören können rund um meine Burg. Hier unten war geblockt, daher, also Märsche blocken können Barbaren spawnen. Dadurch sind sie halt hier oben gespawnt. Das heißt, wenn ihr dann darauf achtet, dass ihr Spots blockt mit Märschen, da wo ihr sie nicht haben wollt, dann könnt ihr auch noch ein bisschen, nicht perfekt natürlich, je nach Position, aber dann könnt ihr zumindest noch etwas kontrollieren, wo spawnen meine KHs eigentlich. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, this shit's too complicated, away and I feel like I am someone else, away and I feel like I don't know myself, no, away and I feel like I don't know my name, and I don't want to live this way, I don't want to keep on wasting a life, I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So faceless. Yeah, Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain, I turned nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So faceless. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, this shit's too complicated, away and I feel like I am someone else, away and I feel like I don't know myself, no, away and I feel like I don't know my name, and I don't want to live this way, I don't want to keep on wasting a life,
I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life So faceless. So faceless. so faceless. Yeah, Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain. I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions. Cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life So faceless. So, werte Freunde, das war auch mein kurzer Guide hier zu den KHs, wie ihr da ordentlich was sparen könnt. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.